Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute möchte ich ganz gerne eine kleine Spielerei mit Frischhaltefolie machen und mal schauen, was so dabei rauskommt. Ich habe mir ein paar Farben ausgesucht, mein tolles neues Buch, habt ihr vielleicht schon im Short-Video gesehen. Ich habe mir so ein Swatchbuch, nennt sich das, gekauft und da gibt es so schöne Seiten drin, da kann man seine Farben mal organisieren und das habe ich gemacht, kästenweise. So, hier ist meine Farbtabelle von meinen Farben von Victoria, von VH Aquarell und heute habe ich mir dieses Türkisblau rausgesucht, das Capri Blau, Perilane Violett, oh, da fehlt noch der Zusatz, es heißt Violett, habe ich jetzt den Stift nicht da, schreibe ich noch hin, Perilane Violett und Fuchsia. Also so ein bisschen in der Blau-Lila-Pink-Ecke bleibe ich heute. Dann habe ich mir hier von Clairefontaine Aquapad Papier 300 Gramm rausgesucht. Ich werde das jetzt auf der Rückseite einmal ein bisschen nass machen, damit es sich gleich nicht wählt. So, packt mir das hier auf meinen Bogen und sprühe mir auf der Vorderseite auch noch ein bisschen Wasser drauf. So. Und jetzt fange ich an und werde ein bisschen die Farben, die ich mir ausgesucht habe, verteilen. Und schau mal, was so passiert. Dieses ist schon mal, dieses Türkis ist der Wahnsinn. Das ist so eine geile Farbe. Entschuldigung, so eine schöne Farbe. Okay. Lassen. Das sieht so schon gut aus. Könnte man so schon lassen, das Ganze. Ja, eine Menge Farbe, eine Menge los und jetzt lege ich mir einfach Frischhaltefolie drauf. Und mache so ein paar Strukturen. Ihr seht das schon, ne? In den Rillen sammelt sich ein bisschen die Farbe, das Wasser. Ihr könnt das hin und her schieben, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ach, ich brauche ein paar mehr, ich brauche ein paar weniger. Ja, einfach so lange schieben, wie es für euch passt. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Und jetzt brauchen wir Zeit. Jetzt muss das Ganze einfach trocknen. Das dauert natürlich, weil es liegt bei mir auf einer Plastikunterlage und ist jetzt mit Plastik abgedeckt. Aber gut, mit der Zeit wird es wegtrocknen. Und so lange müssen wir warten. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich dann unter das gute Stück doch noch mal ein bisschen Küchenpapier gelegt, damit die Feuchtigkeit doch noch aufgesaugt wird. Jetzt löse ich hier die Folie. Es ist immer noch leicht feucht und aus dem Grund lasse ich es jetzt einfach noch mal liegen und richtig durchtrocknen. Aber es sind sehr schöne Strukturen schon mal entstanden. Und ich habe mir dann noch ein paar Aquarellstifte ausgesucht und die kommen dann in Einsatz, wenn das gute Stück richtig getrocknet ist. Und auch hier könnt ihr wieder erkennen an den kleinen Pinsel auf dem Stift, dass es Aquarellstifte sind. Ich möchte einfach noch mal ein paar Strukturen hervorheben und deshalb fange ich an, farblich passend in den Feldern hier an den Kanten noch mal ein bisschen Farbe zu setzen und das Ganze dann gleich mit einem kleinen Pinsel zu verziehen. Ich möchte ganz sanfte Übergänge haben. Das funktioniert dann natürlich richtig prima, wenn man reichlich Wasser nimmt, dann bekommt man auch keine Ränder, keine Wasserränder. Ihr dürft jetzt natürlich nicht zu viel
rubbeln, dann löst ihr eventuell auch wieder die Farbe aus dem Untergrund auf. Das ist so ein kleines, ja, Ausprobieren, wie gut funktioniert das, ne? Und wie gesagt, ihr werdet das jetzt sehen, ich arbeite mich hier an allen farbigen Ecken, die mir so ins Auge fallen, ein bisschen entlang und das Ganze wirkt dann nachher ein wenig intensiver. Ihr könnt das natürlich auch mit ganz normalen Buntstiften machen, müsst dafür jetzt keine Aquarellstifte nutzen. Das klappt auch mit ganz normalen Buntstiften wunderbar, da nochmal solche Schatten zu setzen. Ja, dann wollte ich ganz gerne auf ein paar Flächen ein bisschen Schimmer haben und habe mir das Mermaid in Blau und das Mermaid in Grün rausgesucht und setze das so ganz, ganz verdünnt auf diese Flächen auf. Und das ergibt dann einen ganz zarten Schimmer nachher, der ganz unauffällig ist. Also wenn man es richtig deckend nimmt, dann deckt diese Farbe natürlich ab. Aber so wie ich es hier gerade mache, ist es nur ein kleiner Schimmer. Ja, ich habe lange überlegt, was ich mit dem guten Stück dann anfangen soll. Es hat ein bisschen gelegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, setzt ihr erst noch mal ein paar Formen drauf. Da fielen mir dann meine Gläser in die Hände. Und jetzt fange ich an, innerhalb dieser runden Formen einfach noch mal Pünktchenschwärme zu setzen. Und zwar auch hier wieder an diesen Strukturen entlang, die da sich entwickelt hatten. Und ja, an der Struktur werden die Pünktchen ein bisschen dichter gesetzt und am Rest dann etwas leichter. Ja, dann wollte ich noch mal die Rillen ein bisschen mehr hervorheben und habe mir hier ein bisschen weiße Acrylfarbe noch mit Wasser verdünnt und setze jetzt hier noch mal in diese Rillstrukturen ein bisschen helle Farbe hinein. Das ist also wirklich ganz leicht verdünnt, nicht super deckend, aber es hebt noch mal die Rille ein bisschen hervor. Wie ihr seht, es macht sie ein bisschen intensiver in ihrem hellen Farbton. Also ich muss sagen, dieses Bild hat es mir nicht leicht gemacht. Das lag jetzt noch mal wieder eine Weile. Manchmal ist das ganz gut, so kann ich jedem nur empfehlen, wenn euch nicht gleich irgendwas einfällt zu euren
Grundmustern, die ihr so gemacht habt, dann lasst es einfach liegen. Ja, hier hatte ich mir jetzt überlegt, okay, die kleinen Kreise, die ich gemalt habe, werde ich jetzt zu Blumen umgestalten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl war. Es ist jetzt halt so passiert. Und jetzt werde ich hier die Blütenblätter mit verschiedenen Mustern noch versehen. Das ist so erstmal der nächste Schritt. Ja, dann schnappe ich mir hier meine Buntstifte von Derwent, meine Coloursoft. Ich weiß auch nicht, irgendwie ich wollte noch was reinbringen, Farbe, es hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Naja, auf jeden Fall fange ich jetzt an und setze nochmal so ein paar Akzente mit farblich passenden Buntstiften. Aber dabei bleibt es nicht, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, nun waren dann noch die beiden großen Kreise. Da habe ich mich einfach dazu entschlossen, außen ein paar schöne Spiralen drum zu setzen und die Kreise ansonsten unangetastet zu lassen, so mit ihren Mustern in der Mitte. Das sieht ja wunderschön aus und manchmal muss man es auch einfach so lassen, damit es wirken kann. Ja, und immer noch nicht war ich zufrieden mit dem Bild. Habe mir jetzt hier meine Metallic- und Chamäleonfarben geschnappt von Victoria von VH Aquarell und setze da tatsächlich nochmal so ein paar Glitzer-Highlights hinein und den Innenteil der Blumenkreise, die werden auch nochmal so leicht glitzerig gemacht. Wobei ich da auch die hellen Stellen auslasse, sondern nur die farbigen Flächen ein bisschen bearbeite. Und das Ganze, die Farben sind sehr deckend, wenn man möchte, wollte ich aber nicht. Ich habe es dann nochmal mit Wasser verzogen, so dass nur ein kleiner Schimmer sozusagen auf den Flächen ist und es nicht komplett abgedeckt wird. Zum Abschluss verteile ich nochmal auf die Außenflächen hier und da ein paar Glitzerpunkte, damit sich dieser Glitzer nochmal wiederholt. Und dann soll es auch endlich gut sein mit diesem Bild. Ja, ihr Lieben, hier ist das gute Stück. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Man hat so Werke, man hat was im Kopf, hat Ideen im Kopf.
Und am Ende, ja, also bei diesem Bild sage ich, ja, es ist nett, aber es reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ja, war eine schöne kleine Spielerei. Es sind wieder ein paar schöne Farben in den Einsatz gekommen. Ein bisschen ausprobieren mit der Folie, mit Aquarellstiften nochmal. Ja, einfach so, es ist nett. Aber ja, es ist jetzt mal kein Meisterwerk von mir, finde ich. Trotz alledem immer wieder schön. Jetzt nochmal so ein bisschen gepimpt mit den Chamäleon und Metallic-Farben hier von Victoria. Das schimmert und glänzt, dieses Bildchen. Also richtig nett. Wen die Farben interessieren, schaut doch bitte gerne mal in den Shop vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann hoffe ich doch, es hat euch ein bisschen gefallen, dieses kleine Video. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Kreativwerden. Macht es gut, eure Melanie.